Change-Prozess so als ersten Schritt empfehlen, vorschlagen? In aller Regel. Natürlich ist jeder Change-Prozess wieder völlig anders und wir reden ja eigentlich auch nicht vom Change-Prozess, ist mir auch klar. So, aber wenn jetzt eine größere Veränderung angestoßen wird, die sich wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum hinzieht und wir wissen jetzt, sagen wir mal, wir als Führungskräfte sozusagen, wissen jetzt, okay, diese Veränderung ist unumgänglich. Wie gehen wir als erstes vor? Was machen wir als erstes? Was glaubst du, was würdest du da empfehlen? Also meine Erfahrung ist, gerade wenn die Belegschaft nicht mega begeistert ist davon, dass der effektivste Weg am Anfang der Schmerz ist. Ja, und da die Frage, was passiert, wenn nichts passiert? Na, was passiert, wenn wir jetzt das nicht verändern? In meinem Fall habe ich mir die Frage irgendwann auch gestellt und die ist echt unangenehm. Mich zu fragen, was passiert denn, wenn sich die Umstände nicht mehr ändern? Ja. Dieses Hoffen, was ich am Anfang Ja. beschrieben habe, Ja. dieser Schnitt, wenn der sich nicht wieder verheilt und ich mich selber aber nicht ändere. Also was passiert, wenn ich mich nie mehr alleine anziehen kann? Was passiert, wenn ich nie mehr alleine essen kann? Was passiert, wenn ich nie mehr einen Job ausüben werde? Nie mehr eine Beziehung führen werde? Ja. Was passiert, wenn nichts passiert? Und dann fällt es schon mal schwer wegzuschauen. Es ist mir schwer gefallen wegzuschauen. Das ist nicht schön, das macht keinen Spaß, aber das triggert ein Stück weit die, wie es dann so schon heißt, die Weg-von-Motivation. Das ist schon mal der erste Punkt. Meine Veränderung besteht ja aus weg von und hinzu. Ja. Ich will ja weg von Zustand A Hin zu Zustand. und zu Zustand B. Ja. So, und dann ist am Anfang oft der effektivere Weg, muss man je nach Belegschaft entscheiden, mit diesem Weg von anzufangen und da diesen Schmerz zu triggern. Ja. So, jetzt kann ich aber nicht ewig lang, gerade wenn du sagst, es dauert ein halbes Jahr, ein Jahr oder 2 Jahre, je nachdem, wie lange so ein Projekt auch laufen kann ich nicht mit einer Peitsche hinter den herrennen und sagen, wenn ihr nicht macht, dann. Und immer nur diesen Schmerz triggern, sondern irgendwann muss ich auch zu dem hinzukommen. Zu dem, warum wir es auch machen, was besser sein wird, was Vorteile sein können, wie sich jeder Einzelne einbringen kann. Und dann in einem dritten Schritt, und das ist, finde ich, das wird auch zu wenig gemacht, aus diesen Betroffenen, weil die entscheiden sich ja oft nicht proaktiv für die Veränderung, sondern die wird ihnen Ja, darum geht es ja eben. Ja. Wie kann ich aus diesen Betroffenen Beteiligte machen?